Servus Freunde, heute mal nicht aus der Werkstatt, sondern bei uns hinterm Faselo. Hinter mir seht ihr schon den Berg, 2 Meter lange Stammwade liegen, die bei der letzten Durchforstung angefallen ist. Und genau von dem Berg möchte ich heute die dickeren Stämme spalten, denn die Spaltzange ist endlich fertig lackiert und wieder montiert. Bevor ich euch aber nun das Endergebnis zeige, die fertige Zange habt ihr im Thumbnail schon gesehen, hole ich erstmal den Rückgewagen, also kommt mit. Der Rückgewagen steht jetzt an Ort und Stelle, was jetzt noch fehlt, ist die Zange und die bekommt ihr jetzt endlich zu sehen.
So, falls ihr Schlingel jetzt gedacht habt, das Video ist jetzt schon zu Ende, dann muss ich euch leider enttäuschen. Letztens habe ich in einem Forum entdeckt, dass diese Spaltzange hier, beziehungsweise eigentlich der komplette YouTube-Kanal thematisiert wurde. Und da wurde eben etwas kritisiert, dass ich beim Bau der Spaltzange eben nur das Zusammenstecken und Ausschweißen der Blechzeile gezeigt habe. Deswegen möchte ich jetzt noch etwas genauer auf die Konstruktion der Spaltzange eingehen und wie ich an solche Projekte herangehe. Prinzipiell habe ich vor Konstruktionsbeginn erstmal alle Spaltzangen, die ich im Netz so gefunden habe, angeschaut und miteinander verglichen und dann zum Schluss die für mich passende Spaltzange eben aus diesen zusammengestellt. Angefangen beim Zylinder, hier habe ich einfach den fettesten Zylinder genommen, den ich finden konnte. Das war dann eben der Zylinder mit 120 mm Kolbenbodendurchmesser, 70 mm Stangendurchmesser und 500 mm Hub. Den Zylinder sowie alle anderen Hydraulikkomponenten wie Schläuche und Verschraubungen habe ich bei Hüttec Hydraulik bestellt. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Durch den Zylinder waren dann im Endeffekt auch schon die Bolzendurchmesser vorgegeben. In dem Fall jetzt 40 mm. Bei den Mittelbolzen hier unten habe ich mich dann eben auch etwas inspirieren lassen von den anderen Zangen und habe deswegen dann eben 50 mm Bolzendurchmesser genommen. Bei den dicken Seitenwangen hier habe ich dann eben auch verschiedene Produktfotos verglichen und habe dann eben für mich festgestellt, dass 15 mm hier ausreichen sollten. Prinzipiell ist bei dieser Zange hier übrigens nichts mathematisch irgendwie berechnet, also es hätte genauso gut sein können, dass die Zange zum einen mal gar nicht funktioniert, beziehungsweise dass sie dann eben nach dem ersten Boltvorgang dann eben auseinanderbricht. Das ist aber zum Glück nicht passiert. Beim Grundrahmen hier unten habe ich dann einfach die Breite unseres Standfußes vom Rückgewagen ausgemessen. Dieser stützt sich auf der Grundplatte hier unten ab, somit war dann auch die Breite des Rahmens vorgegeben und somit automatisch auch die Breite der kompletten Spaltzange. Somit ging es dann ans Konstruieren. Das größte Problem war dann eigentlich die genaue Position des Zylinders, dass die Spaltzange eben weit genug schließt, aber auch öffnet und der Rest hat sich dann eigentlich von selbst ergeben. Das Abdrehen der Bolzen konnte ich leider mangels eigener Drehbank nicht filmen, genauso wie das Schneiden hier der 15 mm Seitenwangen. Hier hat die Mittelformattafel einfach nicht auf die Kleinformat-Plasmaanlage gepasst, deswegen mussten die im Laser geschnitten werden. Stand jetzt bin ich mit der Spaltzange ja wirklich zufrieden. Ein paar Kleinigkeiten werde ich noch abändern, zum Beispiel hier das Zylinderschutzblech. Das hat es mir am Schluss beim Spalten noch ziemlich verbogen. Hier werde ich dann die Form etwas anders konstruieren und auch mindestens 4, eher 5 mm Materialstärke verwenden. Und zudem würde ich den Grundrahmen hier noch etwas weiter nach hinten gehen lassen und noch eine zusätzliche Querstrebe einbauen, damit dieser die Kräfte etwas besser aufnehmen kann. Der Spaltvorgang an sich funktioniert wirklich einwandfrei. Man muss eben nur darauf achten, dass die Holzfasern wirklich exakt parallel zur Schneide ausgerichtet sind. Zum Schluss noch kurz Werbung in eigener Sache. Falls ihr auch Lust habt, meine Eigenbauten nachzubauen, habt ihr seit kurzem die Möglichkeit, die Baupläne von den Paarkonstruktionen in meinem Online-Shop zu erwerben. Ich arbeite natürlich aktuell daran, die Produktpalette stetig zu erweitern, sodass auch irgendwann der Bauplan dieser Spaltzange hier erhältlich sein wird. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, Servus!